Was lebt in diesem kleinen Schlossteich? Das wollen nicht nur wir wissen, sondern auch die Besitzer dieses Schlosses. Die haben uns nämlich gesagt, dass regelmäßig Enten verschwunden gehen, vor allem die Lieblingsenten der Kinder. Und der ein oder andere Dackel soll auch schon irgendwie über den Jordan gegangen sein. Deshalb, es kann nur was Großes sein. Ein großer Waller oder vielleicht ein großer Hecht. Das finden wir raus, was es ist. Deswegen mit großen Ködern jetzt in Mini-Gewässern. Guck mal, Becky, da ist er. Der erste Teich, 4 Stück gibt es hier. Müssen wir gucken, welches Ungeheuer hier ihr Unwesen treibt. Der ganze Schlossgarten ist mit unterschiedlichen Teichen hier versehen. Und ich glaube, die meisten haben auch Verbindungen untereinander. Ja, alles Mini-Teiche, wo man eigentlich nicht erwarten würde, dass ein großer Fisch da ist. Aber wir haben wirklich die Info hier bekommen, irgendein Riesenfisch treibt hier sein Unwesen. Große Köder, versuchen wir jetzt das Ding rauszuhauen. Ich habe richtig Bock. Kann natürlich auch sein, dass es direkt eine Nullnummer wird. Aber gucken wir mal. Ich bin gespannt, sind es große Hechte oder ist es ein großer Hecht? Ist es ein Wels? Oder? Wir werden sehen, wir sind auf jeden Fall gewappnet für alles, was kommt. So sieht's aus. Komm, mein Freund, hier runter oder was? Weiß es nicht, ich glaube. Ich muss mich erstmal mit meinem neuen Privatgrundstück vertraut machen. Ja, da verliert man schnell den Überblick. Ja, aber als neuer Großgrundbesitzer sollte man damit umgehen können. Ja, wir werden heute alles erkunden. Becky, ich würde gar nicht in den, ist ja ein Mini-Teich, trotzdem nicht in den größten See von hier starten, sondern hier erstmal in dem kleinen. Ja, dafür müssen wir, glaube ich, einmal ums Schloss laufen. Ja. Und dann lass uns den kleinen erkunden. Becky, also, dass hier ein Ungeheuer drin lebt, das Enten frisst, würde ich jetzt aber nicht sagen. Das Nee, da kannst du drüber spucken. Kannst du echt drüber spucken. Aber ey, das ist ja das Spannende. Wir finden raus, ob es da Räuber drin gibt oder einen großen Räuber. Wir haben auf jeden Fall viel Bewuchs, viel Pflanzen. Ja, also schon ein bisschen Platz, sich zu verstecken für die Fische. Aber also du siehst ja auch auf dem Grund und so. Ja, und lass uns an so einem kleinen Gewässer wirklich ganz ruhig jetzt hier sein. Ja. Weil Bisschen Poldervibe, vielleicht auch gucken, ob da was ist. Dann lass doch die Sachen hier vorher ablegen, langsam, leise. Kleinfisch ist schon mal da, das sieht man. Keine Ente. Die haben wahrscheinlich Angst. Die haben die Hosen voll, die Enten. So, ich würde sagen, wir machen mal die ersten Würfe. Ja. Ich würde sagen, wir verteilen uns auf dem Boden, oder? Okay, First Cast. Lass mal erstmal gucken. Siehst du irgendwo was stehen? Nee, ich sehe den Grund, aber Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier überhaupt ein Fisch drin ist, wenn ich ehrlich bin. Ich fange mit einem Venom an. Hat's was? Kraut. Ja, schon mal, ist das schon mal. Aber geiles Kraut. Vielleicht kann man hier auch Topwater angeln, Becky. Ja, kann man hier auf jeden Fall probieren. Vielleicht mit einem Twin an der Oberfläche. Ja, sowas. Da ist gerade viel Futterfisch und auch ein größerer Fisch weggeschwommen an der Oberfläche. Sah aber eher aus so karpfenartig. Also wenn hier ein großer Wels oder irgendwas drin ist, den müsstest du ja sehen. Ist gar nicht so einfach in so ganz flachen Tümpeln hier seinen Köder gut und effektiv zu präsentieren. Manchmal kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass in so einem Ding dann jetzt irgendwas leben soll. Aber wir werden es herausfinden. Das Besondere und das Geile hieran ist, glaube ich, dass hier fast niemand angelt oder vielleicht schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr geangelt hat. Und somit macht es die ganze Sache natürlich noch spannender. Becky, erster Spot war nix. Nee. Sieht schon nach Hecht aus eher. Also ein Waller, den würde man hier drin, glaube ich, sofort sehen. Ach, glaube ich nicht. Die können sich so gut anpassen. Echt? Und auch wenn das hier nur 50 cm tief ist, würde ich es nicht ausschließen. Okay. Ja, spannend bleibt's. Wir haben noch 3 weitere Seen, die wir beangeln können. Mal gucken, was da so geht. Vorne ist schon der nächste. Da ist schon der nächste. Wieder so ein kleiner Tümpel. Langsam, Becky. Ich sehe hier auch Seerosenreste. Sieht geil aus. Du rechts, ich links, wie machen wir's? Ja, von mir aus. Fang ein. Du auch. Ja! Oh! Oh, da ist er. Man glaubt's kaum. Der erste Fisch, das war ein kleiner Hecht. Der hat mit Sicherheit nie eine Ente gefressen. Er muss eher vorsichtig sein, dass die Ente nicht ihn frisst. Aber das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Es ist nicht nur Gelaber, es gibt Fisch hier. Weil, also ich meine, wenn man den Teich hier sieht,
Dann würde man sich denken, ja, schwimmen hier überhaupt Fische? Aber ja, es gibt Fische. War noch einer. Echt? Ja, das war, glaube ich, der gleiche. Lustig. Boah, das sind richtig viele Köder. Ah, Fisch an! Und weg. Gleiche Größe wie das in seiner. Ich habe noch gesehen, dass da lauter Köderfische rumschwimmen. Und im gleichen Moment kam der Hecht raus. Auf dem Twin? Auf dem Twin. Aber irgendwo, wo kleine Hechte sind, müssen auch größere sein, weil hier wurde auf jeden Fall nichts besetzt. Das muss natürliches Nachkommen sein. Ist auch richtig klar, ne? Fisch! Ui, da ist er, der Erste. Mit Sicherheit nicht verantwortlich für irgendwas. Nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich weiß, in meinem neuen Haus sind Haustiere vorhanden. So. Und da sieht man mal, der hat sich richtig ins Kraut eingegraben. Das heißt, was Becky gesagt hat, kann schon stimmen. Man sieht die Fische gar nicht, die hier stehen können. Becky, ich würde auch sagen, wir machen Spotwechsel. Ja. Wir haben hier zwar Fische gefangen, aber hier ist bestimmt nicht der Fisch, von dem die gesprochen haben, dieses Riesenvieh. Ja, und ich glaube, das ist der letzte See von dem System. Ja. Somit hat es vielleicht die ganzen kleinen Fische. Und der Zugang ist auch nicht so groß. Ich weiß nicht, ob hier ein richtig großer Fisch durchkommt. Ich glaube eher nicht. Komm, Waxen. Wackelson. Boah, guck dir das mal an, weg. Hier sieht richtig geil aus, oder? Hier ist auch ein bisschen. Ah, da, Attacke und Heck. Oh, das ist kein schlechter. Auf dem Oberflächentwin? Ja. Warte mal. Ah, verloren. Oh, der kommt nochmal. Der hat ihn nochmal genommen. Alter, ist der gallig. Der hat ihn einfach nochmal genommen, ne? Ist das krass? Jetzt ist er weg. Scheiße. Da, schmeiß noch mal hin, der will noch mal. Der steht noch da, als ob er jagt. Und jetzt ist er vor. Nee, er steht hier vorne. Nein, der ist weiter. Ah, dann hast du aber gespukt. Krass. Oh, doch, da war er doch. Oh, krass, Becky. Das war schon der größere. Auch noch kein Entenfresser? Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich habe den schon 10 Sekunden gedrillt. Ja, dann ist er losgekommen und ist auf der Stelle wieder auf den Köder drauf. Das war krass. Krass, ey. Der hatte, schätze ich mal so, was denkst du das denn? Ja, Ende 60? Ende 60, also sie werden schon ein bisschen größer hier. Boah, bleibt spannend. Aber muss schon sagen, dafür, dass das so ein kleines Gewässersystem hier ist, krass. Also 2 Enten haben auf jeden Fall überlebt und ein Schwan auch. Die sind auch ein bisschen größer. Fisch, Fisch? kleiner. Wieder so eine Flöte. So, Untermaß. Farblich gesehen ein wunderschöner kleiner Spritzer. Ja, wir sind, also Becky hatte schon einen größeren dran. Der hatte so gute 65. Ja, mal gucken, ey, da muss doch noch was Größeres gehen. Ich glaube nicht, dass die uns hier einen Bären aufgebunden haben. Oh, oh, der war besser. Der war richtig groß. Oh nein. Guckt es euch an. Soll ich ihn da werfen? Oder? Das war ein 80er. Brauchst du ein bisschen, bis du werfen kannst? Ich kann werfen. Aber du kannst auch noch mal werfen. Ist mir egal. Das Blöde ist, dass ich jetzt natürlich meinen Schwanz verloren habe. Naja. Ich glaube, ich habe noch einen Ersatz dabei. Becky, du hast meine Chatterbaits jetzt eingepackt, ne? Ja. Ich glaube, da bräuchte ich gleich noch mal einen. Während Becky weiter den großen Teich beackert, habe ich mich mal ganz unauffällig rüber zum kleinen Tümpel verzogen. Da muss doch irgendwo ein Hecht drin stehen. Wenigstens einer. Boah, was war das denn? Alter, krass.
Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, da war ein riesen Fisch drauf. Das war vielleicht der Fisch, der dafür für die Dings verantwortlich war. Auf jeden Fall ein riesen Fisch hinterher. Raufgeschossen. Oh, voller Adrenalin. Die stehen hier also wirklich drin. Ein richtig großer Fisch war das. Oh, jetzt habe ich gerade, Markus war gerade Drohne fliegen. Ein riesen Bugwelle, ein riesen Fisch raufgeschossen. Das hätte ein Entenfresser sein können. Oh, ich hätte gern gesehen, ob es ein Hecht oder ein Wels war. Ah, ärgerlich. Aber in diesem kleinen Tümpel sind richtig große Fische drin. Ich hoffe, man sieht das auf der GoPro. Vielleicht der Plan ist, nochmal hier das ein bisschen in Ruhe zu lassen, auf das andere Ding mit dem Boot zu gehen und zu gucken, ob wir den heute Abend hier noch kriegen. Also wenn wir den kriegen, boah, das war ein Fisch an die Metermarke, garantiert. Ein Riesenschwall. Ich sehe gerade, Becky ist wieder am Tindern. Ich werde ihn jetzt erstmal aufs Boot buxieren, dass wir ein bisschen vom Boot was versuchen zu reißen. Kann ja nicht sein. Wir müssen das Monster fangen, das hier die ganzen Lieblinge der Kinder frisst. So geht's nicht weiter. Becky! Komm! Tinder weg da! Guck mal, nur sein Handy in der Hand. Wir sind angeln, Alter. Genieß doch mal. Leg doch mal das Handy weg. Ich hatte gerade einen riesen Fisch drauf. Ja? Ich denke, irgendwas zwischen 90 und 1 Meter. Echt? No joke. Aber hat ihn nicht, also der ist raus aus dem, ich habe im Kraut, wollte ihn so freischlagen, ist ein riesen Fisch aus dem Kraut raus, wumm daneben, hat ihn aber nicht nochmal genommen. Scheiße. Bist du wieder da, Becky? Ja. Kann ich mit dir rechnen? Ja. 100%. Wir haben hier, also ist nicht nur Spaßangeln, es ist jetzt auch natürlich eine Mission zu erfüllen. Die armen Kinder, die haben Tränen in den Augen, sag ich dir, weil sie ihre Enten verloren haben. Becky, schnell. Ich dachte, ich kann mit dir rechnen. Oh, ist mein Fuß natürlich nass. Hä? Ich glaube, mein Fuß ist nass. Dein Fuß ist nass? Oh, ist das eklig. Ehrenlos. So, Becky. Jetzt sind wir hier. Also hier, jetzt sieht es richtig gut aus. Da vorne ist ein richtig geiles Seerosenfeld und hier in der Das hier Mitte vorne erstmal ist angeln. noch so ein abgestorbenes Ja, Seerosenfeld. haben wir das nicht abgestorben, das ist neu. Haben wir das Das schon hier? beangelt? Die roten? Ja, ja, das ist eine andere Art. Haben wir die schon beangelt? Ich bin da nicht hingekommen von der Wurfweite. Nee, dann los. Komm, wir holen einen raus hier, Becky. Butterfisch ist auch da, siehst du? Becky, kannst du den E-Motor kurz mal anmachen? Ich möchte hier weg. Schmeißen gleich an. Am Turbo einlegen. Wo möchten Sie hin ungefähr? Naja, so ein bisschen parallel zum Ufer. Also. Oh. Das war ein richtig großer Fisch. Oh, stark. Ich glaube, das war ein Hecht, oder? Und der war groß. Ja, der war safe groß. Bitte? Der war safe groß, aber wir haben doch das schon hintergeworfen gehabt. Ja. Hey, wir haben ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, wohin das. Ja, auf jeden Fall ein großer Fisch. Ja, ja. Also es war kein 70er so. Nee. Den haben wir gespuckt oder der hat Gespuckt. Da ist er! Ah, das ist aber nicht der Becky, auf keinen Fall. Auf keinen Fall ist der es. Aber der schönste für heute, Becky. Gut, hier. Petri. Petri, Dank. Auf den Twin hat jetzt der erste Hecht bei mir gebissen. Oder ist der erste Hecht bei mir hängen geblieben. Was wird der haben? 65. Ja, sowas. Noch nicht das Monster, nach dem wir hier suchen. Aber sie werden so langsam ein bisschen größer. Richtig schöner Fisch auf jeden Fall. Der hatte Bock auf den Twin. Super, Becky. Geil. Wir müssen uns nur hier langsam rausbefördern. Ja, ich mache noch kurz meinen Haken aus dem Kescher. Okay, aber geil. Können wir denen schon mal sagen, Hechte haben sie auf jeden Fall hier drin. Oh, das war ein großer.
Größer. Was ist denn dran? Nee. Da ist er. Das ist aber kein großer. Nee. Dann denkt man, man nimmt einen größeren Köder, um den größeren Fisch zu fangen. Und was beißt? Genau so ein Schniebel. Guckt euch an. Der Köder ist größer fast als der Fisch. Das ist der 80er Twin. Wie gesagt, beim Hechtangeln keine Angst vor großen Ködern. Ja, wir geben nicht auf. Wir haben bis jetzt nur die kleinen, aber wir geben nicht auf. So, das war's mit der Bootsaction. Jetzt geht's am Ufer weiter. Du bist jetzt gar nicht so heiß auf den Spot, ne? Wirklich, das war ein Riesenfisch, glaubst du mir. Ja, ich habe den nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass du heiß bist, wenn du den gesehen hast. Ja, Noch bin ich mir ein bisschen unsicher, ob da vorne wirklich ein Monster drin lebt. ich nicht. Ich glaub jetzt dran. Können wir dann auch noch mal zum Streichelzoo gehen? Ja, nicht nur ich mache Pause. Der Lange liegt auch flach. Wie ist die Lage? Ja, ich hätte mir schon erhofft, dass das Monster schon haben, aber sonst. Ja, Ich finde, auf so kleinen Gewässern kann es dann irgendwann frustrierend sein, weil man ja immer die gleichen Spots beangelt. Klar, auf anderen Gewässern wartet man auch auf die Beißzeit, aber da hat man immer das Gefühl, man angelt frisches Wasser, ne? dafür gibt es zur Abwechslung dann auch noch einen Streichelzoo, den ich dann gern besuchen würde. Gerne. Moin. Moin. Boah, hast du eine Scheißfrisur. Ey, Jungs. Das haben 90% der Zuschauer über dich neulich auch gesagt, Becky. Ja, und weil mich das so gekränkt hat, habe ich meinen Mullet wieder abgeschnitten. Echt, ne? Ja, Hast dich so beeinflussen lassen. ja. Mobbing war das. Das war Cybermobbing, Alter, aber vom Allerfeinsten. Hunderte Kommentare gegen mich. Wie fanden deine Jungs den Mullet? Die haben den auch nicht gemacht. Ah, die Mädels, die waren verrückt danach. Echt? Klar. Sagen wir ein paar Namen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn dem so gewesen wäre, dass du den abrasiert hättest. Kenn dich doch. Alles for the girls, Alter. Ja. Oh, ist das süß. Ich gehe rein, okay? Ja, ich auch gleich. Warte. Hallo. Glaubst du, auf der Großen kann ich reiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Große kann ich aber richtig wegbämsen. Ja, die hat ein ordentliches Schon schöne Tiere hier, ne? Guck mal. Ich glaube, wir müssen uns mal Hinsetzen. Das bist du, Becky, mit der Frisur. Das ist auf jeden Fall deine Frisur. Jetzt hier auch ein Mullet geschnitten, Becky. Ja, hallo. Ja, hallo. Hier kannst du Becky wegbremsen, bitte. Ja. Oh, wenn dir das hier reinhämmert, glaube ich stehe lieber auf. Oh, Ja, süß. hallo. Guck mal, die hat schon Mini-Hörnchen. Ja, So wie du. hallo. Bist du süß. Hey. Tschüssi, ihr Süßis. Ciao. Scheiße, haben wir die rausgelassen? Ja. Kann ja nicht sein. Wir lassen den ganzen Streichelzoo frei. Hey, aber kann ja nicht sein. Wie? Den müssen wir einfangen. Komm her. Komm her. Komm her. Mausi. Ja. Weiß ja nicht, wo die hingehört. Mach mal die Tür auf, bitte. Ja, Mausi. Ist du süß. Bist du süß, Mausi. Bist du weggerannt? Ich glaube, du gehörst hier. Nee, nee. Ja. Nee, 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 nee. Da. Nee, da lang. Ist wie ich. Freiheitsdrang. So, tschüssi. Am Ende gehört die hier gar nicht dazu und weiß gerade gar nicht, was Sache ist. Und der ist jetzt hier drunter. Ey, der geht hier wieder raus. Der ist halt schlau. Da unten ist er. Und wieder. Gut, dass ich dich wieder reingebracht habe, Süßer. Junge, das kann doch nicht wahr sein. Ist der jetzt durch die Treppe hier wieder raus? Ist das lustig. Ja, da müssen wir aufpassen, Schatzi. Da ist ein Haken dran. Du bückst dir einfach, weiß ganz genau, wo es hier rausgeht. Und da ist viel mehr Gras hier draußen. Hat mich an meine Tochter erinnert, ey. Die will auch mal woanders hin, als da, wo ich will, dass sie hingeht. So, jetzt Monster vom Schlosspark fangen. Aber Weiter wollen geht's. wir können auch mal erstes Päuschen einlegen. Ja, können wir auch machen.
Das ist, Kleine Stärkung. Ich sag ja so, wenn Vecchi dabei ist, dann muss man sich um Pausen keine Sorgen machen. Nee, die werden eingehalten. Das ist wie bei einer Gewerkschaft hier. Passend zu der pompösen Location hier werden wir jetzt auch speisen wie die Adligen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet aus aller Welt. Dustin will, glaube ich, heute ein bisschen was Italienisches essen. Dafür haben wir eine Bollo dabei. Eine Bollo esse ich nicht. Oh, das ist Markus seine. Hier haben wir noch Tomaten Mozzarella. Ich werde mir was Asiatisches gönnen. Und das Ganze werden wir auf unserem Scotty Booster schnell zubereiten. Haben wir hier alles am Start in der kleinen Dose. Richtig praktisch. Und ich würde sagen, ich kümmere mich ums Essen. Dustin angelt noch ein bisschen. Und dann können wir gleich gestärkt weitermachen. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsprodukt, der Scotty Booster von unseren Freunden von Scotty. Jetzt brauchen wir noch Wasser und ein Feuer. Das haben wir nicht dabei. Oh nee. Was hast du? Wasser haben wir im Auto vergessen. Nicht dein Ernst. Ich habe doch noch gefragt. Ich habe gedacht, das ist alles in der Tüte. Ich habe gesagt, soll ich die ganze Tüte mitnehmen? Ja, da ist alles drin. Nee, ich habe gefragt, habt ihr Wasser dabei? Ja. Naja, ist ja nicht so schlimm. Du musst ja eh deine Route holen. So, kann weitergehen. Ich habe das Wasser mitgenommen. Das haben wir vielleicht vergessen im Auto. Und meine Route habe ich vielleicht auch vergessen. Aber jetzt habe ich alles am Start. Und jetzt heizt mir den Scotty mal ein. So, damit ihr unterwegs auch immer euren Scotty anschmeißen könnt, müsst ihr bei Tackle Peak bestellen. Weil dann bekommt ihr ein Big Feuerzeug. Schön mit Tackle Peak gebrandet. Und während ich hier koche, angelt der Lange natürlich wieder. Komm jetzt zu dir, Vecchi. So lässt es sich leben. Vecchi kocht uns was Leckeres. Tütensuppe. In der Zeit werde ich noch mal mir ein bisschen Eiersalat hier nehmen, hier in Vecchi. Die erste Ladung ist ready. Direkt umrühren, sonst gibt es Klumpen. Ganz wichtig. Das ist auch ein Catch and Cook, oder? Ja. Ihr habt schon gecatcht und jetzt wird geguckt. Und damit meine Jungs hier nicht verhungern, gibt es gleich noch eine zweite Ladung. Ich glaube, ich brauche noch eine. Brauchst du nur eine? Weiß ich noch nicht, aber Wir haben heute noch eine kräftezehrende Mission vor uns. also ich esse ja tatsächlich gerne gut. Aber man muss zugeben, so so hochverarbeitetes Lebensmittel hier in so einer 5-Minuten-Terrine schmeckt schon irgendwie auch geil. Weiß nicht wieso. Markus, mach die Kamera aus, wir essen jetzt alle. Du auch, weil der Drill nachher wird lang. Muss schon fit sein. Ja? Ja? So, Pause vorbei. Und wir gehen jetzt noch mal dahin, wo ich diesen riesen Fisch hinterher hatte. Mal gucken. Nochmal gewechselt den Köder. Warrior L mit einem Split. Mal gucken, ob das was bringt, ey. Genau hier hatte ich vorhin meine erste Attacke auf den Twin. Das ist ein geiler Spot. Das ist die einzige Stelle, wo der kleine Kanal hier ein bisschen tiefer ist. Die Sonne steht gerade komisch. Ich kann fast gar nicht ins Wasser reinschauen. Oh, der Twin ist so ein geiler Köder. Mit ganz wenig Gewicht oder mit gar keinem Gewicht kann ich den hier schön in Zeitlupe präsentieren. Da muss doch einer stehen. Fisch an! Großer? Nee, wie vorhin. Wo stand denn der, Vecchi? Hier vorne. Ist das der von vorhin? Ich glaube ja. Na komm, zieh drüber, mein Kescher. Super, Vecchi. Aber auch kein Entenfresser, ne? So, sie werden etwas größer. Der könnte schon so 70 haben. Und eventuell ist das der Fisch, den ich vorhin schon zweimal drauf hatte. Es war nämlich genau die gleiche Stelle hier. Gleicher Köder. Und diesmal hat es geklappt. Geil. Wir nähern uns dem Großen, Vecchi. Yes! Ah, cool, Veckis Hecht jetzt. Macht Mut, dass sie wieder beißen.
Hatte auch gerade hier so einen Nachläufer. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den großen noch. Das wäre doch schon schön. Ich würde den hier gerne aus dem Schloss, den großen Entenfresserhecht, präsentieren. Gucken wir mal. Ah, Becky, ey, komm. Ich weiß, dich nervt's aber ein einziges Mal. Das Zurück letzte Mal. an deinen Tümpel. Ja, und dann geht's ab nach Hause, würde ich sagen. Ja, aber auch wenn es bis jetzt noch nicht mit dem Schlossmonster geklappt hat, hat man eigentlich echt einen coolen Tag hier im Voll, Schlossgarten. total. Und man hat gesehen, deswegen glaube ich tatsächlich, dass Hechte wirklich dafür verantwortlich sein könnten, was die Leute da beobachtet haben. Weil ich hatte so einen großen Nachläufer. Ich bin mir auch wirklich ziemlich sicher, dass hier richtig große Hechte drin sind, weil das ganze System hat miteinander Verbindung. Ja, aber wenn du das sehen würdest, ganz ehrlich, Ja. würde ich denken, was, da schwimmt niemals ein großer Fisch. Und dann, boom, dieses Ding da. Ah ja, gut. Wir haben noch einen Versuch, um es herauszufinden. Nichts zu fressen. Nichts zu fressen. Die ist schon sehr hübsch, die. Ja. So. Wir haben es nicht geschafft, das Monster zu fangen. Leider nicht. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ich bin mir sicher, dass hier Hechte drin sind, die auch eine Ente fressen. Vielen Dank ans Schloss Bernstein, hier in der Nähe von Schwerin. Wenn ihr mal einen Urlaub machen wollt mit Kids oder so, glaube ich, ziemlich cool. Reiterhof, alles drum und dran. Wir sehen uns in der nächsten Folge und verlosen jetzt nochmal den Erfolgsköder. Den kleinen, würde ich sagen. Den kleinen Twin? Ja, 10 Stück davon. Twin 60. Haben wir noch 10 Stück? Wir haben noch 10 Stück. Wenn Okay, nicht, muss man sehr halt gut. warten, bis der Restock da ist. Bis dann, nächsten Sonntag. Haut rein. Tschüssi. Tja, Markus hat's bewiesen. Wir haben es nicht geschafft, aber Markus war da im Urlaub mit der Family und hat einfach mal geangelt. Mehrere 80er und sein PB hat er rausgeknallt. Der Beweis, es gibt Entenfresser in diesem Teich. 93 cm und das war nicht der kleinste, den er gesehen hat. Ihr wisst, was das heißt. Markus war, glaube ich, froh, dass wir mit der Kamera nicht dabei waren. Aber PB in der Firstcast-Folge gefangen, weil er ist jetzt hier drin. Also, beim nächsten Dreh, Markus, packt die Schwimmhose ein und ab ins Wasser.